Heute zeige ich euch mal eine Kranzidee, welche man als Adventskranz oder halt als Türkranz verwenden kann. Um ehrlich zu sein, ich bin mir jetzt selber noch nicht sicher an dieser Stelle, ob es halt ein Türkranz oder ein Adventskranz letzten Endes werden wird. Jedenfalls verwende ich an Grün Nobilis-Tannengrün, Thuja-Grün, dann haben wir hier Arizona-Zypressengrün und eventuell kommt auch noch etwas Strandflieder hinzu. Naja, jedenfalls habe ich jetzt hier einen 30 cm großen Strohkranz, also außen gemessen hat er einen Durchmesser von 30 cm und den verwende ich jetzt mal gleich als Basis und ich werde jetzt meinen Bindedraht an dem Strohkranz befestigen. Vorzugsweise mache ich das immer an der linken Seite, weil ich halt Rechtshänderin bin, jetzt wollte ich gerade Linkshänderin sagen. Diesen Anfang, den stecke ich jetzt hier easy peasy mal in den Kranz hinein und dann werde ich mir jetzt schon mal ein bisschen mein Grün zurechtschneiden. Umso kleiner ihr das Grün letzten Endes schneidet, umso filigraner wird dann auch euer Kranz. Ich habe jetzt meins relativ klein geschnitten. Das soll es in meinem Fall auch nicht länger sein als, sagen wir mal, 15 cm. So, dann nehmen wir das hier mal an dieser Stelle weg. Und das hier machen wir mal so an dieser Stelle. Es wird hier natürlich alles verwertet werden. Und so, dann brauche ich jetzt hier nochmal etwas von meinem Strandflieder. Der ist auch schon mittlerweile eingetrocknet, aber den kann man dann trotzdem jetzt auch noch für sowas verwenden. Die Länge bestimme ich jetzt gleich im Laufe des Erstellens. So, okidoki. Den Anfang, den werde ich jetzt hier mit meinem Tannengrün machen. Darauf kommt dann, jetzt muss ich mal eben selber einen Moment überlegen, darauf kommt dann Thuja-Grün. Ne, das will ich jetzt aber gerade nicht haben. So, Thuja-Grün lege ich mir jetzt hier mal drauf. Ich nehme mal zweimal Thuja-Grün. Ich achte auch immer ein bisschen darauf, dass das hier so am Ende so einigermaßen gleichmäßig abschließt. So, dann haben wir hier den Bindedraht. Thuja-Grün lege ich hier, Thuja-Grün, Nobilis-Tannengrün und Thuja-Grün, jetzt geht es ja los, lege ich mir jetzt hier mal drauf. Vorzugsweise wickele ich das Ganze immer lieber zweimal fest, weil dann hält es auf jeden Fall schon mal besser. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ich mache ein Bündelchen hier oben, eins hier an der Seite und eins an der Innenseite. An der Innenseite, da kann das Grün dann immer ruhig kürzer sein als hier an der Außenseite, weil hier ist ja der Weg letzten Endes kürzer als wiederum an der Außenseite. Was ich auch machen werde, ich werde an der Innenseite auch mal Grün auslassen, damit ich hier so in etwa immer auf der gleichen Höhe arbeiten kann. Muss aber jetzt wirklich nur so in etwa sein, also nicht zu 100% oder halt zu 1000%. Strandflieder muss ich ein bisschen sparsam mit umgehen, weil ich habe jetzt definitiv auch keinen mehr in meiner Werkstatt. Bin am Überlegen, ob ich hier so eine Art Muster erstellen werde. Man könnte jetzt hier Strandflieder zweimal machen oder machen wir lieber nur einmal. Ja, warum nicht das Ganze so gemischt erstellen? Ich glaube, das ist auch ganz cool. Ja, einfach so einarbeiten, wie ihr es halt letzten Endes leiden mögt. Ich könnte aber ein bisschen mehr Zypressengrün verwenden oder um genau zu sein, Arizona-Zypressengrün. Das ist jetzt hier dieses kürzere Grün. Auch hier mal wieder zurechtlegen. Ja, und beim Erstellen natürlich immer darauf achten, dass man halt nachher nichts mehr von dem Strohkranz erkennen kann. Ich gucke jetzt mal, ob einmal drumherum wickeln auch letzten Endes reichen würde. Dann spart man halt auch ein bisschen an Draht. So, Tannengrün. Ist ja so etwas zu lang, zumindest für mich. Habe ich jetzt so abgeschnitten, dass das Ende, sagen wir mal, auch so einigermaßen schickilacki aussieht. Hier ist ein bisschen Lehmerde dran. Thuja-Grün kann man auch hier einfach mal so einkürzen oder auch nicht. So, jetzt. Irgendwie könnte man auch manchmal 3 Arme gebrauchen. Wieder so ein kleines Sträußchen. Das kommt jetzt etwas überlappend auf das vorherige Grün. Ich glaube, ich mache lieber zweimal fest. Ja, ich muss mal gucken.
Ich hatte mich jetzt im Übrigen dazu entschieden, hier oben drauf nur mit dem Strandflieder und mit der Arizona-Zypresse zu arbeiten. Mal abgesehen hier von dem Anfang, aber das kann man hier nachher einfach beiseite schieben. Und der Strandflieder, der hier noch an der Seite ist, den zupfe ich hier nachher mal vorsichtig hinaus. Und dann hatte ich auch angefangen, das Ganze hier nur noch einmal mit dem Bindedraht zu umwickeln, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mir gleich einen neuen Draht noch dran binden zu dürfen. Also das war jetzt ehrlich gesagt Faulheit. Und dann kommen wir hier mal zum Abschluss. Ihr könnt es ja schon sehen, das Grün hier vom Anfang hebe ich jetzt mal an und stecke das nächste Grün hier schon mal etwas drunter. Ja, das mache ich jetzt so lange auf die Art und Weise, bis ich halt hier mit der Fülle auch soweit zufrieden bin. Ist immer ein bisschen friemelig, im Zweifel sonst einfach mal zu zweit machen. Ich darf jetzt auch hier nicht zu sehr drauf grapschen, weil, ich glaube, ich hatte es ja schon erwähnt, mein Strandflieder, der ist schon im Laufe der Zeit eingetrocknet. Ich kann euch nicht mehr sagen, aus welchem Projekt der letzten Endes mal stammt, keine Ahnung. Und mir ist vorhin auch was Lustiges passiert. Ich habe es erst vorhin bemerkt, kann man ja ruhig sagen, vielleicht habt ihr das auch im Video bemerkt. Ich habe hier an ein paar Stellen die Nordmann-Tanne eingearbeitet. Ey, jetzt bin ich völlig raus. Habe ich vorhin Nobilis-Tanne gesagt zum Einarbeiten oder Nordmann-Tanne? Ey, jetzt bin ich echt raus, Leute. Ja, jedenfalls habe ich jetzt überwiegend Nobilis-Tanne eingearbeitet, bis auf ein, zwei Stellen. Aber das wird keiner sehen. Aber jetzt bin ich echt selber am Überlegen, ob ich vorhin am Anfang gesagt habe, Nobilis-Tanne oder Nordmann-Tannengrün. Jetzt bin ich echt raus. Jetzt gehe ich hier nur noch mit meinem Bindedraht, ich sag mal so dazwischen entlang, der wird hier so ja, eingewebt werden. Ich habe den Anfang jetzt nicht mehr angehoben. So, gut stramm ziehen. Ich mache das jetzt aber sicherheitshalber noch mal ein zweites Mal, ein bisschen an einer anderen Stelle. Nehme das hier mal etwas auseinander, dass man das halt nachher nicht mehr sehen kann, also halt den Bindedraht. Ich bin aber jetzt immer noch am Überlegen, ob ich vorhin das Grün als Nordmann-Tannengrün oder halt Nobilis vorgestellt habe. Ich weiß es nicht mehr. So, wo ist denn jetzt meine Drahtschere? Ansonsten, falls ich es falsch betitelt haben sollte, dann habe ich ja sowieso eine Einblendung gemacht. Also es kommt noch, ne? Ich muss ja jetzt im Prinzip das Video auch noch zurechtschneiden. Draht habe ich jetzt übrigens abgeschnitten und verwebt den hier mal an den bereits dran gewickelten Draht. Und den Anfang stecken wir wieder, das Ende, in den Strohkranz. Was ich jetzt noch sagen wollte, wenn ihr so einen Kranz auf empfindliche Materialien drauflegen solltet, ich glaube, es wird ein Adventskranz, bin immer noch im Überlegen, dann lieber auf einem Teller platzieren, nicht, dass das im schlimmsten Fall bei euch zerkratzen sollte. Andererseits, wer macht das schon so die ganze Zeit mit so einem Kranz? Aber dann lieber auf einen Teller, eine Baumscheibe, ne, was auch immer, oder ihr habt da eine Tischdecke drauf. Und was ich jetzt aber noch definitiv einarbeiten werde, ich möchte jetzt hier auch definitiv halt mal diese Strandfliederreste mal loswerden. Der ist auch schon teilweise echt gammelig geworden, also hier am Ende, ne? Die Blüten sind alle gut. Ich werde jetzt diese Reste hier mal zurechtschneiden und dann stecke ich das einfach nur noch in den Kranz hinein. Wenn ihr stellenweise zu wenig Grün haben solltet, ist überhaupt nicht schlimm. Nehmt ihr euch mal ein bisschen Nobilis-Tannengrün. Ne, so nach Motto, ach, hier hätte noch was hingekonnt. Einfach nur noch hineinstecken. Das muss man jetzt hier echt nicht mehr befestigen. Wenn es jetzt gar nicht gehen sollte, könnte man theoretisch gesehen auch mal die Heißklebepistole hinzunehmen. Wie gesagt, ich werde jetzt hier mal easy peasy diese Strandfliederreste nur so hineinstecken, weil die sollen jetzt auch mal weg. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr noch weiter dekorieren möchtet und ob es ein Türkranz oder halt ein Adventskranz werden soll. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass mein Kranz ein Adventskranz werden wird. Und ich werde jetzt hier mal zunächst meine Kerzenhalter einarbeiten. Und danach sind hier diese Schwarzkieferzapfen dran. Die sind whitewashed und die werden dann einfach mit der Heißklebepistole befestigt werden. Wer jetzt keine echten Kerzen nachher verwenden möchte, der kann ja dann auch anstelle der echten Kerzen einfach die LED-Kerzen verwenden. Ich könnte jetzt auch theoretisch gesehen, ihr hört übrigens gerade meinen Hund Peaches, ich könnte jetzt theoretisch gesehen die Kerzen auch andrahten. Bedeutet, ich würde den Draht erhitzen, also so ein Steckdraht. Und dann würde ich den vorsichtig in die Kerze hineinstecken. Und dann kann man, zack, die Kerzen hier in den Kranz hineinstecken. Ne? Aber so ist das Ganze nochmal
finde ich zumindest ein bisschen sicherer. Hä? Wo ist denn das jetzt hergekommen? Keine Ahnung. Aber soll mal jeder so machen, wie er es letzten Endes, ich sag mal, für richtig hält. Da kann man jetzt hier überhaupt keine, ich will da jetzt auch gar keine Meinung zu abgeben. Es geht jetzt hier wirklich nur um diesen schönen Kranz und um mehr nicht. Und ich muss die Kerzenhalter gleich nochmal anders justieren. Ich hasse es, wenn das nicht so richtig gleich ist. Noch mehr werde ich jetzt an dem Kranz nicht dekorieren, aber ich denke, der ist ganz cool geworden. Mir persönlich gefällt er jedenfalls. Ja, und alle benötigten Materialien für das Kranzprojekt findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Und es bleibt ja natürlich jedem selbst überlassen, ob es letzten Endes ein Adventskranz werden soll, so wie halt in meinem Fall, oder ob man das Ganze dann halt als Türkranz verwenden möchte. Ja, und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach.